1, 2, 1, 2, 3. Ich fand die Location tatsächlich perfekt, um eure Aufmerksamkeit zu catchen. Ich bin, vielleicht erkennt man das nicht sofort, aber ich bin in Rom. Und in diesem Video zeige ich euch alles, was man tun kann, tun muss oder nicht muss, je nachdem. Und los geht's! Wenn ihr euch entscheiden müsst, zu welcher Tageszeit ihr vom Flughafen abfliegt, empfehle ich euch auf jeden Fall die Zeit des Sonnenaufgangs. Genauer gesagt, den zauberhaften Moment, in dem die Morgensonne gerade über dem Horizont aufgegangen ist und mit ihren sanften Strahlen die Dächer der Häuser berührt. Denn genau in diesem Augenblick erstrahlt die Welt in ihrem Licht. Als das Flugzeug nach ein paar Stunden in den Wolken zu landen ansetzte und ich das endlose blaue Meer sah, hatte ich den Eindruck, mich vom Winter in den Sommer teleportiert zu haben. Da es erst der erste Tag meiner Reise war, wollte ich mich nicht mit zu vielen Eindrücken überfordern und spazierte einfach herum, bis es dunkel wurde. Am Abend ging ich noch durch die nächtlichen Straßen bummeln. Das Wichtigste am Anfang des Tages ist laut meinem persönlichen Reisekodex ein guter Kaffee mit einer süßen Kleinigkeit dazu. Danach kann man einen Spaziergang durch die Stadt machen, um interessante Ecken zu entdecken.
Das Kolosseum ist eines der berühmtesten Bauwerke der Antike und wurde vor fast 2000 Jahren gebaut. Besonders bekannt ist es für die Gladiatorenkämpfe. Die ersten großen Spiele fanden zur Eröffnung des Kolosseums unter Kaiser Titus statt. Im Mittelalter diente es zeitweise als Festung, Wohnort und Steinbruch. Dabei wurden viele Steine abgetragen und für andere Gebäude in Rom verwendet. Heute ist das Kolosseum eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Welt und zieht massenweise Touristen an. Da ich auch einer von ihnen bin, konnte ich nicht einfach vorbeilaufen. Auf dem heutigen Programm stehen Museen und nicht irgendwelche, sondern die Museen des Heiligen Staates. Für alle, die sich damit nicht so gut auskennen, wie es bei mir auch der Fall war, habe ich eine vereinfachte Darstellung vorbereitet, die einen typischen Besuch dieser Museen zeigt. Im Grunde genommen ist es wie eine Quest oder ein klassisches Escape-Labyrinth-Game, bei dem man sich von einem Raum zu anderem bewegt. Man durchläuft eine Menge Levels, um endlich den begehrten Schatz zu erreichen. Kurz vor den Türen zum Schatzraum erscheint jedoch Game Over. Im Hauptgebäude mit den bekannten Fresken ist das Filmen nicht erlaubt. Es kommt noch. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Schon bin ich auf dem Weg in einen weiteren interessanten Stadtteil. Da ich mir gestern ziemlich die Füße wund gelaufen habe, aber noch nicht alle schönen Orte gesehen habe, fahre ich heute mit dem Taxi. Besondere Aufmerksamkeit möchte ich diesem schönen Café widmen, in dem ich heute frühstücke. Es liegt nicht weit von der Parkanlage Villa Borghese entfernt und bietet guten Kaffee, leckere Pfannkuchen und eine gemütliche Atmosphäre. So, wir sind zu diesem Videoabschnitt gekommen. Das heißt, wir haben schon einiges durchgemacht. Also ein paar Tage in Rom, genauer gesagt. Wenn man zu einer touristischen Stadt reist, wird man meistens vor vielen Sachen gewarnt. Diebstahl, sehr touristische Orte, Warteschlangen. Wovor man nicht gewarnt wird, die Sachen, die man nicht wirklich braucht. Und ich meine jetzt nicht einfach die Dinge, die man mitschleppen muss. Nein, es geht darum, ob die Sachen, die du für dich, für diese Reise geplant hast, ist das eigentlich dein eigener Wunsch oder tust du es einfach, weil alle das tun? Frag dich.
Der Punkt ist, dass ich nicht zufällig darüber gesprochen habe, dass man sich überlegen sollte, was einem auf einer Reise tatsächlich wichtig ist. Mein gestriger Tag war ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie es sich anfühlt, wenn man versucht, nicht man selbst zu sein. Ich war so sehr darauf fixiert, die Sehenswürdigkeiten zu besuchen, über die alle reden, dass ich völlig vergessen habe, was mich selbst interessiert. Am Ende bin ich durch die Stadt gelaufen, um so viel wie möglich zu sehen, und dabei hatte ich überhaupt keine Freude mehr. Aber darum geht es beim Reisen doch gar nicht. Ab heute habe ich beschlossen, das zu ändern. Ich möchte euch zeigen, wie Rom aus meiner Sicht wirklich ist. Hier ist er, mein perfekter Tag in Rom. Ja, ich bin übrigens wieder mit dem Taxi gefahren. Sorry, not sorry, aber ich trage eigentlich Schuhe mit Absatz. Natürlich beginne ich mit einem Kaffee in einem ästhetischen Café im Stadtzentrum, vor dem normalerweise riesige Schlangen stehen. Da ich aber ein Frühvogel bin, bleibt mir das erspart. Danach werde ich mich zu einem weiteren ästhetischen Ort begeben. Der Palazzo Altemps ist ein historischer Palast, der heute zum Römischen Nationalmuseum gehört. Hier werden zahlreiche antike griechische und römische Skulpturen ausgestellt. Viele der Kunstwerke stammen aus alten Adelssammlungen, wie der Ludovisi-Sammlung. Besonders bekannt ist der Palast für seine mit wunderschönen Renaissance-Fresken bemalten Räume. Eine wahre Schönheit.
Da ich ein sehr ästhetisch orientierter Mensch bin, sind für mich nicht nur antike Kunst und Architektur wichtig, sondern auch modernes Design und vor allem die schön gestalteten Schaufenster der Läden. Daher verbringe ich meinen Nachmittag ganz entspannt in den Einkaufsstraßen von Rom und genieße die einzigartige Stimmung dieser Stadt. Den letzten Tag in Rom habe ich mit einem Kaffee und einem ruhigen Spaziergang entlang des Tibers begonnen. Gerade habt ihr gesehen, wie viel Schönes und Spannendes man in Rom erleben kann. Aber was ich euch nach dieser Reise wirklich empfehlen möchte, ist, hört nicht auf mich. Hört nicht auf ganze Blogger, die behaupten, euer Trip sei ungültig, wenn ihr diesen einen Ort nicht besucht. Wenn es für euch nicht interessant ist, just skip it. Das Leben ist zu kurz, um etwas zu machen, was jemand anderes sagt, was ihr selbst aber nicht unbedingt braucht. Seid offen, entdeckt eure persönlichen Wege und findet heraus, was euren Geschmack trifft. Denn nur so erschafft man seine eigene Geschichte. Und meine Ausraum ist jetzt zu Ende. Wir sehen uns wieder in einem neuen Kapitel. Bis bald!